Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder euer Lukas. Willkommen bei Start in den Job. Heute sprechen wir ganz einfach. Wir sprechen über Arbeit. Sarah ist auch da. Hallo Sarah. Hallo Lukas. Hallo an alle. Ja, heute starten wir ganz von vorne. Das Niveau ist A1 und A2. Wir sprechen langsam und deutlich. Sarah, ich habe eine Frage. Warum arbeiten wir eigentlich? Ich schlafe gerne lange, ich spiele gerne Videospiele. Warum muss ich arbeiten? Das ist eine gute Frage, Lukas. Wir arbeiten für Geld. Du brauchst Geld für deine Miete, für dein Essen, für deine Kleidung. Ohne Arbeit hast du kein Geld. Und ohne Geld ist das Leben sehr schwer. Okay, das verstehe ich. Miete ist teuer. Pizza ist auch teuer. Also muss ich arbeiten. Aber was kann ich machen? Welche Berufe gibt es? Es gibt sehr viele Berufe, zum Beispiel ein Lehrer arbeitet in der Schule, ein Arzt arbeitet im Krankenhaus, ein Verkäufer arbeitet im Supermarkt, ein Handwerker baut Häuser. Und du, Lukas? Was möchtest du machen? Ich weiß es nicht. Ich sitze gerne am Computer. Ich spreche gerne mit Menschen. Aber ich bin kein Arzt. Ich kann kein Blut sehen. Dann ist ein Bürojob gut für dich oder Arbeit im Kundenservice. Da sitzt du am Computer und telefonierst. Aber zuerst musst du eine Stelle finden. Weißt du, wie man sucht? Ich suche meine Socken jeden Morgen. Aber Arbeit suchen? Nein. Gehe ich auf die Straße und rufe Hallo. Nein, Lukas, das funktioniert nicht. Du suchst im Internet, das ist Weg Nummer 1. Es gibt Webseiten wie Stepstone oder Indeed oder die Seite von der Arbeitsagentur. Das ist sehr wichtig in Deutschland. Ah, das Internet. Das kenne ich. Ich öffne Google, ich tippe ein Job in Berlin oder Arbeit in München. Ist das richtig? Genau. Du schreibst deinen Beruf und deine Stadt, zum Beispiel Büro Berlin. Dann siehst du viele Anzeigen. Eine Anzeige ist ein Text von einer Firma. Die Firma sagt, wir suchen einen Mitarbeiter. Okay, ich lese die Anzeige. Da steht oft viel Text. Wir sind ein tolles Team. Wir bieten Obst und Kaffee. Das klingt gut. Ich mag Kaffee. Was mache ich dann? Wenn dir die Anzeige gefällt, musst du dich bewerben. Bewerben heißt, du sagst der Firma, hallo, hier bin ich. Aber du sagst das nicht am Telefon. Du schreibst. Ich muss schreiben? Oh nein. Mein Deutsch ist nicht perfekt. Kann ich nicht einfach hingehen? Nein, einfach hingehen ist selten. In Deutschland lieben wir Papier. Wir lieben Dokumente. Du brauchst eine Bewerbung. Das lernen wir im nächsten Teil. Aber jetzt, Lukas, hast du eine Hausaufgabe. Hausaufgabe, wie in der Schule. Nimm dein Handy, geh ins Internet, suche nach 3 Berufen, die du magst. Nur suchen, noch nicht schreiben. Das ist der erste Schritt. Okay, 3 Berufe, vielleicht Fußballspieler oder Kaffeetester oder Radiomoderator. Ich suche mal. Liebe Zuhörer, macht auch mit. Sucht 3 Jobs im Internet. Hallo zurück, Teil 2. Ich habe im Internet gesucht. Ich habe einen Job gefunden. Assistent im Büro. Das klingt gut. Jetzt brauche ich diese. Wie heißt das? Bewerbung? Richtig, die Bewerbung und das wichtigste Papier ist der Lebenslauf. Auf Latein heißt das CV. In Deutschland sagen wir Lebenslauf. Lebenslauf. Das Wort ist lang. Was muss ich da reinschreiben? Meine ganze Lebensgeschichte, dass ich als Kind gerne Eis gegessen habe. Nein, Lukas, keine Geschichten über Eis, nur Fakten. Der Chef hat wenig Zeit. Er will wissen, wer bist du?
Was kannst du? Wir fangen oben an. Persönliche Daten. Okay, persönliche Daten. Das ist einfach. Mein Name Lukas Meyer, meine Adresse Musterstraße 1 in Berlin, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Reicht das? Ja, aber pass auf, bei der E-Mail hast du eine seriöse Adresse. lukas.meyer@email.de ist gut, aber partyboy123@email.de ist schlecht. Oh, meine E-Mail ist pizzalukas90, das muss ich ändern. Okay, ich mache eine neue E-Mail. Was kommt nach dem Namen? Dann kommt dein Foto. In Deutschland ist das Foto sehr wichtig. Viele Länder machen das nicht mehr, aber hier schauen die Chefs gerne auf das Bild. Oh, Ein Foto? Ich habe ein tolles Selfie vom Strand mit Sonnenbrille und Cocktail. Kann ich das nehmen? auf gar keinen Fall. Kein Strand, keine Sonnenbrille, keine Party. Du brauchst ein professionelles Foto. Geh zu einem Fotografen, zieh ein Hemd an, lächle freundlich, der Hintergrund muss ruhig sein. Okay, keine Sonnenbrille. Ich gehe zum Fotografen. Das kostet Geld, oder? Ja, vielleicht 20 oder 30 Euro, aber das ist eine gute Investition. Gutes Foto öffnet Türen. Der Chef denkt, er sieht sympathisch aus. Das ist wichtig. Gut, Name ist da, Foto ist da. Was kommt jetzt? Meine Schule? Genau, deine Ausbildung. Wo warst du in der Schule? Hast du studiert? Hast du einen Beruf? Schreib das auf. Mit Datum. Zum Beispiel 2010 bis 2014, Universität Berlin. Und meine Arbeit? Ich habe schon mal Pizza ausgeliefert und ich habe Zeitungen verteilt. Ist das wichtig für das Büro? Ja, schreib alles auf. Das zeigt, du bist fleißig, du willst arbeiten. 2018 bis 2019 Pizzafahrer. Das ist okay. Arbeit ist Arbeit. Es ist besser als nichts gemacht. Verstanden. Und ganz unten? Meine Hobbys? Darf ich schreiben, ich spiele gerne Fußball? Ja, Hobbys sind gut. Fußball zeigt, du bist ein Teamplayer. Lesen zeigt, du bist ruhig und klug. Aber schreib nicht zu viele Hobbys. 2 oder 3 sind genug. Super. Mein Lebenslauf ist fertig. Eine Seite. Mein Foto ist schön. Meine Daten sind korrekt. Pizza Lukas ist gelöscht. Was mache ich jetzt damit? Jetzt speicherst du das als PDF, nicht als Word-Datei. PDF sieht immer gut aus. Und dann schickst du es per E-Mail an die Firma. Aber halt, du brauchst noch einen kurzen Text in der E-Mail. Hallo zu Teil 3. Sarah, ich bin aufgeregt. Mein Herz klopft bum bum bum. Die Firma hat angerufen. Sie wollen mich sehen. Glückwunsch, Lukas. Das ist ein Vorstellungsgespräch. Das ist ein schweres Wort. Sag mal, Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch. Puh, das heißt, wir sprechen miteinander? Ja, du gehst zur Firma. Der Chef will dich kennenlernen. Er will sehen, passt Lukas zu uns? Bist du nett? Kannst du Deutsch? Bist du pünktlich? Pünktlich. Das ist in Deutschland sehr wichtig, oder? Der Termin ist um 10 Uhr. Wann muss ich da sein? Um 10 Uhr? Nein, 10 Uhr ist zu spät. Sei 10 Minuten früher da. Um 9:50 Uhr, das ist perfekt. Wenn du zu spät kommst, hast du den Job schon fast verloren. Deutsche hassen warten. Okay, ich stelle 3 Wecker. 9:50 Uhr bin ich da. Aber Sarah, was ziehe ich an? Ich trage gerne Jogginghosen. Sie sind bequem. Nein, Lukas, die Jogginghose bleibt zu Hause. Du brauchst saubere, ordentliche Kleidung. Für Männer eine gute Jeans oder eine Stoffhose und ein Hemd oder ein Poloshirt. Keine Löcher in der Hose.
Und Schuhe? Gehen Turnschuhe? Wenn sie sauber sind, ja, aber keine alten, dreckigen Sportschuhe. Putz deine Schuhe, das zeigt Respekt. Du musst nicht aussehen wie ein Bankdirektor, aber du musst gepflegt aussehen. Gepflegt, das heißt duschen, Haare kämmen, Zähne putzen, das mache ich sowieso. Hoffentlich. Das hoffe ich auch. Also du bist pünktlich, du bist sauber, du stehst vor der Firma, du gehst rein. Was machst du dann? Ich suche jemanden und dann sage ich Hallo oder gebe ich die Hand. Normalerweise gibt man die Hand, ein fester Händedruck, schau der Person in die Augen und lächle. Sag Guten Tag, ich bin Lukas Meier, ich habe einen Termin um 10 Uhr. Guten Tag, ich bin Lukas Meier, Termin um 10 Uhr. Das kann ich lernen. Und wenn ich nervös bin, wenn meine Hände zittern. Das ist normal. Sag es einfach. Sag, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Das macht dich sympathisch. Chefs sind auch nur Menschen. Sie wissen, dass du aufgeregt bist. Okay, ehrlich sein. Und dann sitzen wir am Tisch. Was fragen die mich? Fragen sie nach Mathematik oder Politik? Nein, keine Angst. Sie fragen meistens, erzählen Sie etwas über sich. Dann erzählst du kurz deinen Lebenslauf. Ich heiße Lukas, ich bin 25 Jahre alt, ich wohne in Berlin. Ganz einfach. Das habe ich geübt. Ich kann meinen Namen sagen. Ich kann sagen, wo ich wohne. Das klingt machbar. Und darf ich auch Fragen stellen? Ja, unbedingt. Frag, wie sieht dein Arbeitstag aus? Oder wie groß ist das Team? Das zeigt Interesse. Wer keine Fragen stellt, wirkt langweilig. Willkommen zu Teil 4. Liebe Leute, ich fasse es nicht. Ich hab den Job. Das Gespräch war super. Der Chef war nett. Heute ist mein erster Arbeitstag. Ich bin so stolz. Das ist fantastisch, Lukas. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Tag ist immer besonders. Wie fühlst du dich? Gut, aber alles ist neu. Ich bin ins Büro gekommen. Die Sekretärin hat mir meinen Platz gezeigt. Hier sitzt du, hat sie gesagt. Da ist ein Tisch, ein Stuhl und ein Computer. Dein Arbeitsplatz? Richte dich gut ein. Stell den Stuhl richtig ein. Ist der Computer schon an? Nein, er war aus. Ich habe den Knopf gedrückt, dann musste ich ein Passwort eingeben. Das stand auf einem Zettel. Jetzt bin ich drin. Windows startet. Was mache ich jetzt? Jetzt wartest du auf Anweisungen oder du stellst dich deinen Kollegen vor. Hast du schon die anderen Leute im Büro gesehen? Ja, da sitzen 2 Frauen und ein Mann. Sie tippen alle schnell auf der Tastatur. Klick, klick, klick. Soll ich sie stören? Nicht stören, aber begrüßen. Geh kurz hin. Sag, hallo, ich bin Lukas der Neue. Das reicht. Sei freundlich. Die Kollegen sind wichtig. Sie helfen dir, wenn du Fragen hast? Ich bin hingegangen. Der Mann heißt Thomas. Er hat gelacht und gesagt, willkommen in der Hölle. War das ein Witz? Ja, das war bestimmt ein Witz. Humor im Büro ist manchmal sarkastisch, lache einfach mit. Thomas ist bestimmt nett. Hat er dir die Kaffeemaschine gezeigt? Noch nicht. Aber ich sehe sie. Sie steht in der kleinen Küche. Ein riesiges Gerät. Es sieht kompliziert aus. Darf ich einfach Kaffee nehmen? Frag lieber, fragt Thomas, darf ich mir einen Kaffee nehmen? Wie funktioniert das? In manchen Firmen ist Kaffee kostenlos, in anderen musst du 50 Cent bezahlen. What? Kostenlos wäre besser. Ich liebe Kaffee. Ohne Kaffee funktioniert mein Gehirn nicht. Okay, ich hab Kaffee. Ich sitze am Tisch. Was arbeite ich jetzt?
Am ersten Tag liest du oft viel. Du liest E-Mails, du liest Dokumente über die Firma, du lernst die Programme kennen. Mach dir keinen Stress. Niemand erwartet, dass du heute die Welt rettest. Gut, nur lesen, das kann ich. Auf meinem Tisch liegt auch ein Telefon. Ein altes Telefon mit Kabel. Was ist, wenn es klingelt? Ich habe Angst vor dem Telefon. Wenn es klingelt, gehst du ran. Sag den Namen der Firma und deinen Namen. Zum Beispiel Firma Müller, Lukas Meyer, guten Tag. Schreib dir diesen Satz auf einen Zettel, dann kannst du ihn ablesen. Gute Idee. Ich schreib's auf. Firma Müller, Lukas Meyer. Wenn ich das ablese, mache ich keinen Fehler. Sarah, ich glaube, ich muss auf die Toilette. Wo ist die? Haha, das ist eine wichtige Frage. Frag einfach, Entschuldigung, wo sind die Toiletten? Das ist ganz natürlich. Jeder muss mal gehen. Okay, ich frage Thomas. Der erste Tag ist viel Information. Mein Kopf ist voll. Teil 5, der letzte Teil. Ich habe den ersten Vormittag überlebt. Es ist 12 Uhr. Mein Bauch macht Geräusche. Ich habe Hunger. Dann ist es Zeit für die Mittagspause. In Deutschland ist die Pause heilig, meistens 30 Minuten oder eine Stunde. Was machen die Kollegen? Sie stehen auf. Thomas nimmt seine Jacke. Er sagt Mahlzeit. Was bedeutet Mahlzeit? Ist das eine Zeit zum Mahlen? Nein, Lukas. Mahlzeit ist ein Gruß zur Mittagszeit. Es bedeutet guten Appetit und Hallo zusammen. Man sagt es zwischen 11 und 14 Uhr. Du kannst einfach Mahlzeit zurücksagen. Mahlzeit. Das klingt lustig. Gehe ich mit den Kollegen essen oder esse ich mein Brot alleine am Tisch? Geh mit den Kollegen, das ist sehr wichtig für das Team. Beim Essen spricht man nicht über Arbeit. Man spricht über das Wetter, über Sport, über das Wochenende. Da kannst du Freunde finden. Okay, ich gehe mit. Wir essen Pizza. Das ist super. Danach gehen wir zurück ins Büro. Ich bin ein bisschen müde. Das nennt man Suppenkoma, oder? Ja, das Suppenkoma. Nach dem Essen ist man müde, trinkt noch einen Kaffee oder ein Wasser, dann geht's weiter. Wie lange musst du heute arbeiten? Ich glaube bis 17 Uhr. Ich habe um 8 Uhr angefangen. Das sind 8 Stunden Arbeit und eine Stunde Pause. Ist das normal? Ja, das ist ein ganz normaler Vollzeitjob in Deutschland. 40 Stunden in der Woche, Montag bis Freitag und Sonntag hast du frei. Wochenende frei. Das ist mein Ziel. Und Sarah, die wichtigste Frage, wann bekomme ich mein Geld? Ich brauche Geld. In Deutschland kommt das Gehalt meistens am Ende des Monats, am 30. oder 31., manchmal auch am 15. Das Geld geht direkt auf dein Bankkonto, du bekommst kein Bargeld im Umschlag. Also muss ich warten. Noch 4 Wochen. Okay, das schaffe ich. Ich bin jetzt ein arbeitender Mensch, ein Arbeitnehmer. Genau. Und die Firma ist der Arbeitgeber. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Das ist sicher. Wenn du krank bist, bekommst du trotzdem Geld. Das ist das Gesetz. Das ist gut. Deutschland ist sehr organisiert. Sarah, danke für deine Hilfe. Ich habe so viel gelernt. Suchen, bewerben, Gespräch, erster Tag. Ich bin bereit. Gerne, Lukas. Du machst das super. Sei immer pünktlich, sei freundlich und mach deine Arbeit gut. Dann hast du Erfolg. Danke, Sarah, und danke an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr findet auch einen tollen Job. Lernt Deutsch, schreibt Bewerbungen. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Viel Erfolg. Tschüss.